Hello people und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von meinem neuen Podcast mit Network Marketing to the Moon. In der ersten Folge habe ich über meinen Werdegang berichtet. Ich habe euch erklärt, wieso ich mich für Network Marketing entschieden habe. Ich habe dir ein bisschen erzählt, was Network Marketing überhaupt ist, wenn es professionell ausgeführt wird. Und heute werde ich etwas tiefer in die Materie hineintauchen, wie du lernst, auf das zu hören, was du wirklich willst, wie du lernst, auch die richtigen Signale zu interpretieren, wenn du mal unzufrieden bist oder wenn du spürst, dass ein Bedürfnis nicht gestillt wird. Und ich lerne dir auch, wie du aus solchen Situationen rauskommen kannst. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff. Als allererstes solltest du wissen, dass wir Menschen 3 Grundbedürfnisse haben müssen, die gestillt sein sollten, damit wir uns glücklich und erfüllt fühlen. Das erste Bedürfnis lautet Energie. Energie ist eine Gleichung. Du willst mehr Energie zurückbekommen als die Energie, die du investierst. Was heißt das konkret? Heute arbeitest du eventuell 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, vielleicht sogar 14 Stunden, weil du 3 Jobs gleichzeitig ausführst und verdienst einen entsprechenden Lohn. Geld ist Energie. Die Frage ist, dein Einsatz mit der Zeit, die du investierst, rechtfertigt diese Zeit, die du gerade verschenkst oder verkaufst, diesen Lohn, den du gerade bekommst? Leider ist die Antwort heute oft nein. Du arbeitest Fulltime, jobbst noch nebenbei in einer Bar und hilfst am Wochenende noch irgendwo ein Lager auszuräumen. Und am Ende des Monats merkst du, dass es immer noch nicht reicht, um deine Rechnungen zu bezahlen. Das ist der Moment, wo du definitiv entschieden hast, dass du Bedürfnis 1 nicht gestillt hast. Denn du bist in einer Situation, wo du mehr Energie investierst, als die Energie, die zurückkommt. Energie ist nicht nur Geld. Energie bedeutet auch Anerkennung. Für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der dir nie sagt, das hast du jetzt aber gut gemacht, wo du betteln musst, um eine Lohnerhöhung zu bekommen, wo du betteln musst, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine Präsentation zu führen, vor dem Team hinzustehen und auch Lob für deine Arbeit zu bekommen. Das sind alles Formen, die ebenfalls Energie darstellen. Bedürfnis 1, sehr wichtig, Menschen wollen mehr Energie zurückbekommen als die Energie, die sie reingeben. Bedürfnis Nummer 2, ein positives Umfeld. Wir alle haben sie oder haben ihn, diesen Freund, diese Freundin, dieser Kollege, diese Kollegin, der uns sagt, hey, treffen wir uns doch mal zum Kaffee. Wir gehen und nach 5 Minuten bereuen wir, dass wir diese Einladung akzeptiert haben. Das sind diese Menschen, die nur über Negatives berichten und wie schlecht dass es ihnen geht und wie schlimm gerade ihr Leben ist. In einem ersten Step mögen wir uns wahrscheinlich gar nichts dabei denken, aber ich kann euch garantieren, nach so einem Meeting, da beginnt unser Unterbewusstsein zu rattern und die Quittung, die folgt spätestens am nächsten Tag, wo du dich wirklich demotiviert fühlst und auch völlig alles dunkel siehst. Jetzt stell dir vor, solche Menschen sind in deinem nahen Umfeld. Es kann deine Familie sein, es kann eventuell sogar dein Partner sein, der nicht supportet, was du gerade heute tust oder eine Entscheidung, die du getroffen hast. Das sind Menschen, die belasten unsere Positivität. Das heißt, ein sicheres, positives Umfeld
ist das, woran sich alle sehnen. Dass Menschen sich für uns freuen, dass kein Neid herrscht, dass du erfolgreich werden kannst und dein ganzes Umfeld für dich klatscht, statt dass sie vor dir klatschen, aber hinter deinem Rücken dann das Gefühl haben, dass du es nicht verdient hast. Das zweite Bedürfnis, Positivität, ist für sehr viele Menschen ein wichtiges Bedürfnis, denn es hat auch mit sozialer Akzeptanz zu tun. Wenn du dich akzeptiert fühlst in deinem Umfeld, wenn du dich wohl fühlst in deinem Umfeld, dann hast du Bedürfnis Nummer 2 gestillt. Aber kommen wir jetzt zum dritten Bedürfnis. Und das ist ein sehr wichtiges Bedürfnis, denn es war mein Bedürfnis, welches nicht gestillt war. Und es ist das Bedürfnis nach einem eigenen Projekt. Wenn du nicht weißt, wohin die Reise geht, wenn du nicht selbstbestimmt über die nächsten Jahre deines Lebens verfügen kannst, wenn du siehst, wie das Leben an dir vorbeizieht und du dich fragst, was tue ich hier überhaupt? Habe ich den richtigen Weg eingeschlagen? Erfüllt mich überhaupt meine Arbeit? Erfüllt mich mein Leben? Bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Das sind alles Signale, die dir dein Körper und dein Kopf gerade schickt. Und das sind auch sehr intelligente Fragen, die man sich stellen kann, wenn man sich entscheiden möchte, ein eigenes Projekt zu haben. Und damit meine ich nicht immer den beruflichen Aspekt. Ein Projekt kann auch sich entscheiden, einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Ein Projekt kann auch sein, wenn du dich entscheidest, dass du jetzt endlich mal deine Diät durchziehst und bis zum Ende führst. Es gibt verschiedenste Arten von Projekten, die man angehen kann. Aber es ist das Projekt, welches deinem Leben wieder einen Sinn gibt. In meinem konkreten Fall habe ich diesen Entscheid, den ich im November 2020 getroffen habe, als eine zweite Möglichkeit gesehen. Es war eine zweite Möglichkeit, die mir das Leben geschenkt hat, um zu zeigen, was ich wirklich kann. Ich bin ehrlich mit euch, dieser Kontext der IT-Welt, der Bankenwelt hat mich regelrecht erdrückt und jedes Jahr fühlte ich mich eingeengter. Ich konnte mein Potenzial gar nicht zur Geltung bringen. Und ich hätte eigentlich auf meinen Lehrmeister hören müssen, der mir schon im Jahr 2000 gesagt hat, dass er mich nicht als Informatiker sieht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das Bewusstsein und Selbstbewusstsein, aber vor allem hatte ich nicht die Lebenserfahrung, die nötig war, um ihm Recht zu geben. Und ich habe einfach weitergemacht, weil ich es zu diesem Zeitpunkt gar nicht verstehen konnte, was er mir damit sagen wollte. Im Alter von 36 kann ich wirklich sagen, dass ich einiges an Lebenserfahrung aufbringen konnte, um diese Perspektive komplett zu verändern. Ich hatte verstanden, dass ich so nicht weitermachen konnte und vor allem trug ich Verantwortung nicht nur über mich selbst, sondern über meine ganze Familie, über meine Kinder und es wünscht sich, glaube ich, jeder ein glücklicher Vater. Von dem her habe ich diesen Entscheid nicht nur für mich gefällt, sondern auch für all diejenigen, für die ich verantwortlich bin. Auf sich selbst zu hören, das ist etwas, das ist nicht einmal so einfach. Die heutige Gesellschaft, die erlaubt es dir gar nicht, dass du dich überhaupt mit solchen Themen befasst. Wieso nicht? Weil du heute eher damit beschäftigt bist, zu überleben, als zu leben. Es bleibt gar keine Zeit übrig, um zu überlegen, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele, was sind deine Träume und ist der Weg, den ich gerade eingeschlagen habe, der Weg, der mich dazu führen wird, langfristig? Ja oder nein? Das ist eine sehr intelligente Frage, die du
stellen kannst. Vor allem will ich dich dazu ermuntern, dass du endlich beginnst, ehrlich mit dir selbst zu sein und dass du endlich versuchst, dir die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe euch gesagt, meine Leidenschaft, die ich verloren hatte, meine Lustlosigkeit, meine Demotivation, hat einen Einfluss auf mein komplettes Leben gehabt. Ich habe sehr wichtige Entscheidungen wie Ehe und Kinder haben in sehr jungen Jahren meines Lebens gefällt. Und ich war zum Zeitpunkt gekommen, dass ich wegen meiner Demotivation, sprich wegen einer Entscheidung, die ich gefällt hatte, hatte ich begonnen, alle Lebensbereiche in Frage zu stellen. War ich zu jung? War ich nicht zu jung? War es der richtige Entscheid? War es nicht der richtige Entscheid? Und das hat einfach dazu geführt, dass mein ganzes Umfeld gespürt hat, dass ich einfach nicht mehr ich war. Und ich bin sicher, es gibt sehr viele Menschen dort draußen, die sich gerade mit dem identifizieren. Und ich kann euch eines sagen, manchmal denkt ihr, dass die Lösung da ist, aber in Wahrheit ist die Lösung in euch drin. Ihr müsst sie einfach deuten, verstehen, rauslassen, aber das, was die meisten dann nicht tun, ihr müsst den Mut haben, sie auszuführen. Und ich bin ein ganzes Leben dazu getrimmt, die Dinge auszuführen. Das, was ich mir aufgebaut habe in meinem Leben, das ist, weil ich die Sachen nicht nur als Theorie gut gefunden habe, sondern ich habe mich entschieden, diese Dinge durchzuführen. Mit 35 im eigenen Haus leben zu können in der Schweiz ist keine Selbstverständlichkeit. Mit 35 eine Firma mit 80 Angestellten zu führen, ist in der Schweiz, wie auch in anderen Ländern Europas, keine Selbstverständlichkeit. Deswegen alles, was ich dir sage, sage ich dir heute mit einem Selbstbewusstsein und mit einer Erfahrung, die ich dir gerne weitergeben möchte und die dir eigentlich auch zeigen können, hey, wenn Sandro das geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen. Und wenn du dich heute nicht dabei sicher fühlst, ich wiederhole die Einladung, die ich im letzten Podcast schon ausgesprochen habe, dann kannst du einfach auf mich zukommen und ich kann dir wirklich zeigen, wie auch du das machen kannst. Aber was ich dir schon jetzt sage, ist, es wird nicht Theorie bleiben. Wenn du wirklich eine Veränderung herbeirufen möchtest, wenn du wirklich dein Leben verändern möchtest, damit du endlich wieder das Feuer spürst, die Leidenschaft spürst, aber vor allem das Gefühl hast, dass du in Richtung deiner Träume gehst, dann musst du ins Tun rübergehen. Und das ist leider das, was heute die wenigsten machen. Dieses Gefühl von Unzufriedenheit war so stark und so akut, dass es mich sogar dazu verleitet hat, mit etwas anzufangen, wo ich keinen Plan, keine Ahnung, aber vor allem keine Erfahrung hatte. Was will ich euch damit sagen? Es braucht Mut. Zwischen dir und deinen Träumen braucht es einfach diese 15 Sekunden Mut, die du an den Tag legen musst, um einen Entscheid zu fällen, der dir heute sehr schwer scheinen mag, aber der wirklich dir diesen Weg ebnet, damit du endlich deinen Träumen nachgehen kannst. Es mag sich am Anfang schwierig anfühlen, es werden Gefühle von Unsicherheit in dir aufkommen, du wirst dich unsicher fühlen, du wirst dich teilweise auch verloren fühlen, aber an dieser Stelle musst du einfach an deinen Träumen und an deinen Zielen festklammern, denn diese müssen für dich klar und gegeben sein. Was wir hier jetzt tun müssen, ist den Weg zu finden, um diese Ziele zu erreichen. Es ist eine spannende Reise, weil sie wird dir zeigen, wer du wirklich bist, was du möchtest vom Leben und vor allem,
wie du dein Leben selbstbestimmt gestalten kannst. Es wird gleichzeitig eine spannende Reise sein, weil du sehr viele neue Eigenschaften von dir kennenlernen wirst. Nie in meinem Leben hatte ich mir jemals vorgestellt, ein so großes Team zu führen. Heute führe ich ein Team von 90.000 Vertriebspartnern in 51 Ländern Europas. Ich hatte sogar vergessen, dass ich die Sprache Französisch beherrsche. Seit einem Jahr spreche ich wieder fließend Französisch. Nie hatte ich mir vorgestellt, dass ich vor 3.000 Menschen sprechen werde. Unser nächstes Event im September steht vor der Tür und ich kann es kaum erwarten, vor diesen 3.800 Menschen zu stehen und Mehrwert zu generieren. Das Leben ist voller Überraschungen. Dann, wenn du ready bist, diese Überraschungen anzunehmen. Es fühlt sich teilweise so an, als würden wir mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben gehen. Aber ich verspreche dir, die Sekunde, wo du entscheidest, diese Handbremse zu lösen, du wirst dein wahres Ich kennenlernen, aber vor allem wirst du dem Leben und eventuell auch der Branche Network Marketing die Möglichkeit geben, dir zu zeigen, was in dir steckt und was du wirklich kannst. Zusammen mit meinem Team sind wir auf einer sehr spannenden Reise. Wir haben dieses Wissen, was wir uns in den letzten 2,5 Jahren kondensiert, aufbereitet und sind gerade dabei, auch dieses Wissen mit der Welt zu teilen. Ich werde dir ganz bestimmt in den nächsten Episoden mehr von diesem spannenden Projekt erzählen, aber vor allem werde ich in der nächsten Podcast-Episode dir zeigen, was meine ersten Steps waren. Die ersten Schritte, die das Fundament waren von dem, was heute entstanden ist. Und deswegen darfst du diese Folge nicht verpassen, denn es könnten auch deine ersten Schritte sein. Ich danke dir, dass du da warst. Vergiss nicht, bitte meinen Kanal zu subscriben. Aktiviere die Glocke, damit du keine Folge verpasst und teile meinen Podcast mit all deinen Menschen, wo du das Gefühl hast, auch sie wollen mehr vom Leben. Es würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal, also nächste Woche, wiedersehen für Episode 3. Ciao.